der letzten Folge habe ich euch einige Fastentipps versprochen. Da allerdings, wie schon Kohelet sagt, für alles es bestimmte Zeit gibt, reden wir über Fasten und denken schon daran, während ich gleichzeitig noch die Valentinstag-Torte vorbereite. Okay, also in der christlichen Abtötung von Kardinal Messier lesen wir folgende Punkte hinzu. Beschränken Sie sich im Falle der Nahrungsmittel auf das schlechthin Notwendige, soweit dies möglich ist. Bitten Sie Gott, er möge durch seine Gnade verhindern, dass Sie die Grenzen der Notwendigkeit überschreiten und sich dem Reiz der Esslust hingeben. Nehmen Sie zwischen den Mahlzeiten nichts ein, sofern nicht eine Notwendigkeit vorliegt oder Anstandsgründe es nahelegen. Es ist Ihnen nicht untersagt, irgendeine leibliche Befriedigung zu verkosten, aber tun Sie dies mit reiner Absicht und indem Sie Gott preisen. Bieten Sie Gott Ihre Mahlzeit an, legen Sie sich beim Tisch eine kleine Entbehrung auf. Versagen Sie sich zum Beispiel ein Körnchen Salz, ein Glas Wein, eine Süßigkeit etc. Ihre Tischgenossen werden das gar nicht bemerken, aber Gott wird es ihnen anrechnen. Wenn das, was man ihnen vorsetzt, ihre Esslust lebhaft anstachelt, dann denken sie an die Galle und den Essig, mit dem unser Herrn am Kreuze getränkt wurde. Das kann sie zwar nicht vom Genießen abhalten, aber es wird der Lust als Gegengewicht dienen. Das sind einige Beispiele, wie man sich in Bezug auf Speis und Trank christliche Askese leben kann. Was davon uns konkret am dienlichsten ist, sollte man am besten mit einem festen Beichtvater besprechen. Deswegen fügt Kardinal Messier noch eine wichtige Anmerkung zu all dem hinzu. Praktizieren Sie Enthaltsamkeit und Fasten, aber praktizieren Sie es nur im inneren Gehorsam und mit Verschwiegenheit. Interessant ist auch die Ausführung vom heiligen Franz von Sales in seinem Buch Philothea. Wenn du das Fasten vertragen kannst, dann tust du gut, an einigen Tagen außer den von der Kirche vorgeschriebenen zu fasten. Gewöhnlich bewirkt ja das Fasten eine Stärkung des Geistes, eine Zähmung des Fleisches, die Übung der Tugend und eine größere Belohnung im Himmel. Außerdem ist es ein gutes Mittel, um Herr über Gaumenlust zu bleiben, damit aber die sinnlichen Begierden und den Leib unter das Gesetz des Geistes zu bringen. Mittwoch, Freitag und Samstag sind die Tage, an denen die alten Christen zu fasten pflegten. Tu desgleichen, soweit deine Frömmigkeit und dein Seelenführer dazu raten. Meiner Meinung nach sollten wir große Ehrfurcht vor dem Wort Jesu an seine Jünger haben. Esst, was man euch vorsetzt. Lukas 10, Vers 8. Ich halte es für tugendhafter, ohne Wahl zu essen, was man dir vorsetzt, und in der Reihenfolge, wie man es anbietet, ob es dir schmeckt oder nicht, als immer das Schlechtere zu wählen. Das Zweite scheint zwar strenger zu sein, im Ersten liegt dennoch mehr Entsagung, denn man entsagt nicht nur seinem Geschmack, sondern auch seine Wahl. Es ist gewiss keine kleine Überwindung für unseren Geschmack, sich allem anzupassen und alles anzunehmen. Außerdem macht diese Übung kein Aufsehen, stört niemanden und ist sehr förderlich für die Gemeinschaft. Ein Stück Fleisch zurückweisen, um ein anderes zu nehmen, herumzustochern und nichts gut zubereitet oder appetitlich genug zu finden, das verrät ein verweichlichtes Herz, einen auf Schüssel und Fleischplatten eingestellten Geist. In der Gleichgültigkeit für das Essen und Trinken liegt die vollkommene Erfüllung der heiligen Worte, esst, was man euch vorsetzt. Ich nehme allerdings Speisen aus, die der Gesundheit schaden oder sogar den Geist beschweren, wie schwere und stark gewürzte, geräucherte oder blähende Speisen, die manchen nicht bekömmlich sind. Ich nehme auch bestimmte Gelegenheiten aus, wenn unsere Natur der Erholung und Stärkung bedarf, um irgendeine Aufgabe zur Ehre Gottes zu erfüllen. Eine beständige und mäßige Nüchternheit ist besser als zeitweilig übertriebenes Fasten, dem wieder eine Zeit der Zügellosigkeit folgt. Die meisten Tipps, die ich da jetzt gelesen habe, finde ich ziemlich praktisch. Bei den Worten aus Philothea bin ich etwas stutzig geworden und habe mir überlegt,
Wie kann ich es eigentlich umsetzen? Esst, was man euch vorsetzt. Ich glaube, die meisten Hausfrauen wären sozusagen heilfroh, wenn man ihnen was vorsetzen würde. Ich bin auch in der Situation, also wenn ich mal an der Uni bin und zur Mensa gehen kann, bin ich auch sozusagen auf den Chefkoch dort angewiesen, obwohl ich selbst dort die Wahl habe. Aber derzeit zu Hause bin ich eigentlich die Herrin sozusagen über die Küche und koche das, worauf ich Lust habe, solange mein Mann keine besonderen Wünsche äußert, was eigentlich so gut wie nie der Fall ist. Also sozusagen lege ich das fest, was ich kochen und essen will, somit. Und da ist mir sozusagen das heute in Neudeutsch sogenannte Meal Prep ins Auge gefallen. Ich mache es jetzt zwar nicht so, dass ich tatsächlich was vorkoche für die Woche, nein, aber ich habe mir so als kleine Disziplinübung gedacht, ich plane immer die Mahlzeiten eine Woche voraus. Das macht auch das Einkaufen einfacher, aber vor allem, ja, also das ist ein bisschen, da übe ich ein bisschen die Beherrschung über meine Lust, also dass ich nicht das koche, worauf ich gerade am meisten Lust habe, sondern dass ich wirklich die Mahlzeiten für eine Woche durchgeplant habe. In diesem Punkt soll meine Fastenübung darin bestehen, dass ich mich tatsächlich an den Plan halte und nicht nach Lust und Laune koche und esse.